Beschäftigen wir uns nun mit der Routenfunktion. Das Erstellen einer Route geht am einfachsten direkt aus dem Navigationsfenster über die Schaltfläche für die Route. Wenn man sie anklickt, landet man im Routeneditor. Die Kartenansicht bleibt, aber die Buttonleiste rechts hat sich verändert. Wie eine Route angelegt wird und wo Wegepunkte einzugeben sind und so weiter, wird nun gezeigt. Schritt 1. Man klickt links unten in das Routen-Widget und legt eine neue Route an, indem man der Route einen neuen Namen mit Klick auf New gibt. Wir wählen hier den Namen Test und bestätigen mit OK. Nun zeigt der Dialog den neuen Namen. Ein zweiter Klick auf OK führt dazu, dass auch im Widget die Route Test existiert. Aber es gibt natürlich noch keinerlei Wegepunkte. Schritt 2 ist das Setzen von Wegepunkten. Das erfolgt in AVNav, indem das Fadenkreuz auf den Punkt gesetzt wird, wo ein Wegepunkt entstehen soll. Wir wählen hier die Tonne westlich von Drejö, besser etwas daneben, aus erfindlichen Gründen, und klicken auf den Button After. Nun soll ein zweiter Wegepunkt angelegt werden. Er soll uns die Durchfahrt zwischen Drejö und Avannaco ermöglichen. Dorthin muss also das Fadenkreuz, dann drücken wir wieder auf After. Sollten wir jetzt vergessen haben, dass wir zwischen Wegepunkt 1 und 2 noch einen dritten Wegepunkt legen wollen, kann man nun einen dritten Wegepunkt zwischen die beiden legen, indem man auf Before klickt. Das heißt, jetzt wird Wegepunkt Nummer 3 vor den aktuell aktiven Wegepunkt 2 gelegt. Das sieht dann so aus. Und das hat gut geklappt. Die Arbeit mit dem Fadenkreuz mag im ersten Augenblick etwas umständlich wirken im Vergleich zu direkten Klicks auf den Touchscreen. In Situationen mit einem sich stark bewegenden Schiff auf einem kleineren Bildschirm und klammen Fingern wird man diese Art der Bedienung aber zu schätzen lernen. Jetzt geht es darum, weitere Routing-Funktionen kennenzulernen, zum Beispiel das Verlegen eines bestehenden Wegepunktes. Zum Beispiel soll Wegepunkt 1 dann doch auf die Ansteuerung von Eresköbing gelegt werden. Dazu muss Wegepunkt 1 zunächst markiert werden. Das geht so, indem du einfach in der Karte direkt auf den Wegepunkt klickst. Wem das zu hakelig oder zu eng ist, kann auch im Widget den Wegepunkt auswählen. Wenn Wegepunkt 1 ausgewählt ist, muss das Fadenkreuz auf die neue Koordinate gesetzt werden. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Shift verschiebt sich dann Wegepunkt 1 dorthin. Soll ein Wegepunkt aus der Route gelöscht werden, nutzt du dafür die Schaltfläche Delete. Natürlich musst du vorher den Wegepunkt, den du löschen möchtest, markieren, so wie eben gezeigt. Das sind im Prinzip die Dinge, die man braucht, um eine Route aufzubauen. Man kann jetzt noch weitere Möglichkeiten nutzen, indem man die Schaltfläche Tools anklickt und hier Show WP Buttons. Jetzt kann man hier noch einmal mit den Schaltflächen Next und Previous von Wegepunkt zu Wegepunkt klicken, wenn die Arbeit im Widget oder in der Karte als ungünstiger empfunden wird. Über Edit kann jeder einzelne Wegepunkt editiert werden, um zum Beispiel einen neuen Namen zu vergeben. Mit Locate kannst du den angewählten Wegepunkt schnell wieder ins Kartenfenster holen, wenn die Karte aus irgendwelchen Gründen woanders hin verschoben wurde. Das kannst du allerdings auch erreichen, wenn du den Wegepunkt im Widget anklickst. Es gibt mindestens immer eine zweite Option und das ist gut so. Nun sind alle Eingaben gemacht. Es folgt Schritt 3. Die Route soll aktiviert werden. Das geht über den Klick auf den Start-Button. Bevor das passiert, sollte noch einmal geprüft werden, welcher Wegepunkt aktuell aktiv ist, denn dorthin würde die Route starten. Wir legen also Wegepunkt 1 als erstes Leg von unserer Position aus fest und klicken auf Start. Die Route wird nun aktiv, die Ansicht springt zurück in das normale Navigationsfenster. Aus dem Start-Button wird ein Stop-Button. Mit ihm könnte ich die Aktivierung der Route wieder zurücknehmen. Dass deine Route nun aktiv ist, siehst du außerdem daran, dass die Widgets die routenbezogenen Werte anzeigen, also die Distanz zum nächsten Wegepunkt, den Kurs dorthin, im RTE-Widget die Länge der Route und die ETA. Über die Tools können interessante Funktionen während des Abfahrens der Route aktiviert werden.
Sollte man sich entscheiden, einen Wegepunkt auszulassen, ohne die Route gleich in ihrem Ablauf ändern zu wollen, ist der Skip-Button die richtige Wahl. Den auszulassenden Wegepunkt auswählen, dann auf Skip klicken und schon springt die Route auf den nächsten Wegepunkt. Das kann hilfreich sein, wenn man einen Wegepunkt in einer so großen Entfernung passiert hat, dass das Erreichen des Wegepunktes nicht quittiert wird. Natürlich kann die Route, während sie läuft, auch verändert werden, indem man wieder in den Routeneditor wechselt, um zum Beispiel einen Wegepunkt doch wieder zu verlegen. Der Wegepunkt westlich von Drejö soll beispielsweise näher an die Tonne rücken. Das läuft, wie bereits erläutert, über den Button Shift. Die Änderung wird direkt übernommen, während die Route läuft. Das Speichern der Route, wenn sie angelegt oder verändert wurde, läuft im Hintergrund automatisch. Wenn du nach einer Änderung der Route auch eine XTE-Aktualisierung erreichen möchtest, klicke auf Restart. Um einen Überblick zu bekommen, wo sich die Dateien zu den Routen befinden, muss man über das Menü zum Bereich Routen wechseln. Dort werden alle gespeicherten Routen gelistet. Man sieht, dass die Route Test vor kurzer Zeit automatisch gespeichert worden ist. Nun kann sie noch kopiert, heruntergeladen oder editiert werden und sie kann als Overlay in eine Karte gelegt werden. Das sind Dinge, die du in Ruhe für dich ausprobieren kannst. Was im Routenbereich noch möglich ist, erklärt sich eigentlich direkt aus den Schaltflächen. Zum Ende soll eine Schaltfläche noch einmal herausgehoben werden, nämlich Connect. Im Normalzustand ist Connect in der Regel aktiv. Dann werden die Routenoperationen auf dem Server ausgeführt und alle angeschlossenen Displays zeigen die gleichen Werte. Wenn Connect deaktiviert wird, kann man auf einem lokalen Display andere Routen ausprobieren und ändern. Der Server arbeitet weiter mit der alten Route. Diese Routen werden nur auf dem lokalen Display verarbeitet. Das war's zum Erstellen von Routen. Viel Spaß beim Ausprobieren, Testen und Abfahren eurer Routen, wo auch immer ihr unterwegs seid.